Hallo ihr Lieben, mein diesjähriges Ramadan-Special starte ich mit Kısır, einem türkischen Bulgursalat, der super einfach in der Herstellung ist, aber herrlich aromatisch und richtig lecker. Wir brauchen Salz, Paprikapulver, Minze, Kreuzkümmel und Pfeffer an Gewürzen, Zwiebeln, hier habe ich noch Granatapfel oder auch Traubensirup, Tomaten und Paprikamark, Knoblauchpaste oder Knoblauchzehen und Zitronensaft und noch etwas Sonnenblumen und Olivenöl. Außerdem braucht ihr einen feinen Bulgur. In der Infobox findet ihr alle Infos dazu, wo dieser erhältlich ist. Falls ihr ihn in eurer Nähe nicht findet, könnt ihr alternativ Couscous verwenden. Der ist nämlich in der Zubereitung sehr ähnlich. Aber bitte nicht den klassischen groben Bulgur, denn der muss gekocht werden. Außerdem noch frische Petersilie, Salatblätter zum Anrichten, Frühlingszwiebeln und eine Zitrone. Und gleich zu Beginn geht es an den Herd, denn jetzt wird eine Pfanne erhitzt mit etwas Olivenöl und ihr schwitzt die Zwiebelwürfel an und fügt anschließend die Knoblauchpaste hinzu. Danach folgen das Paprika- und Tomatenmark und die Gewürze. Jetzt wird alles mit dem heißen Wasser abgelöscht und nur ganz kurz aufgekocht, so dass sich die Zutaten miteinander verbinden. Anschließend nehmt ihr die Soße vom Herd. In eine große Schüssel gebt ihr den feinen Bulgur und verteilt darüber die heiße Soße. Jetzt rührt ihr ein paar Mal mit Gefühl um, so dass sich die Soße überall verteilt hat. Und jetzt deckt ihr den Salat ab und lasst ihn für ungefähr 15 bis 20 Minuten ziehen. Danach sieht er so aus, aber er ist noch nicht fertig, denn jetzt folgt eine ganz wichtige Zutat, und zwar das Granatapfelsirup, das ihm so eine leichte Süße verleiht. Außerdem noch Zitronensaft und Oliven- und Sonnenblumenöl. Jetzt ist Handarbeit gefragt, denn jetzt wird kräftig geknetet und im Anschluss könnt ihr schon mal die Frühlingszwiebeln und die Petersilie klein schneiden und hinzufügen. Wenn es ums Anrichten geht, dann mache ich es gerne auf diese Weise und verwende Salatherzen. Noch ein paar geviertelte Zitronen und der Salat ist fertig. Er ist übrigens im Kühlschrank 2 bis 3 Tage haltbar und er schmeckt warm und kalt gleich gut. Ich serviere ihn gerne zu allen möglichen Fleisch- und Fischgerichten, aber er schmeckt auch als vegetarisches Hauptgericht richtig klasse und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr das Rezept einfach mal ausprobiert. Übrigens, falls ihr Geschenke für Ramadan oder Eid für liebe Menschen sucht, dann werdet ihr in meinem Shop sicher fündig, denn dort findet ihr nicht nur die Küchenschürze aus diesem Video, sondern viele andere Modelle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.